mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Mi chiamo Antonio Galli e faccio parte del Consiglio di Salecina e ho lavorato fino a pochi mesi fa anche nel team di Salecina. Salecina è una struttura ricettiva, non è un albergo normale. Ci troviamo in Alta Engadina, al confine con la Bregaglia, e ci troviamo in un luogo di confini, di passaggi. Salecina è stata pensata dalla coppia Theo Pinkus e Amalide Sassi, che hanno voluto creare un luogo di incontro per persone della sinistra e per persone che erano attivi nei movimenti negli anni 60 e per persone che frequentavano i sindacati. Salecina è molto particolare per due motivi, penso. In primo luogo perché gli ospiti partecipano alla gestione. Significa che non abbiamo personale di cucina, non abbiamo personale di pulizia. Das heißt, die Gäste, die kochen, die putzen, die waschen ab, die richten Frühstück und dafür gibt es keinerlei Personal. Das Salecina-Team zieht eher so im Hintergrund sanft die Fäden. Also wir sagen ja oft, Salecina gehört denen, die einen Fuß reinsetzen. Also es ist das Haus der Gäste, es gehört nicht dem Salecina-Team, es gehört nicht dem Salecina-Rat, sondern es gehört den Gästen. E la seconda parte che rende particolare Salecina è che non abbiamo un prezzo fisso. Il nostro listino prezzi permette anche persone che hanno delle difficoltà economiche per vari motivi di poter venire lo stesso in un paesaggio molto bello in mezzo alle Alpi e poterci trascorrere le vacanze, anche se ci troviamo vicinissimi a luoghi turistici molto rinomati e allo stesso tempo molto costosi. Qui diamo la possibilità agli ospiti di poter passare delle loro vacanze giustamente meritate a un prezzo contenuto. Wenn drüben ist Wohnhaus, Aufenthaltsräume und Bibliothek und Küche und Essräume und hier ist Schlafhaus. Schön, ja? Da sind alle Zimmer. Hier findest du die Bettwäsche. Ja. Dusche ist hier. Und ein Zimmer, wie gesagt, ist hier. Stüberl hin. Oh, süß. Schön. Gabi, du bist auf der Oben. Lass mal kontrollieren. Per quanto riguarda gli accorgimenti più efficienti dal punto di vista energetico, dobbiamo comunque rammentarci che qui ci troviamo davanti a due edifici che sono di 300 anni e questo significa che, essendo sotto protezione, che abbiamo dei limiti architettonici. Le ristrutturazioni che sono state fatte comunque in un periodo dove la questione climatica non ne aveva la stessa valenza di oggi e perciò, soprattutto per quanto riguarda la coibentazione degli edifici, abbiamo dei valori relativamente scarsi. Comunque la ristrutturazione che abbiamo fatto del Salone Grande, che è stato fatto negli ultimi 2 o 3 anni, abbiamo cercato di rispettarli il massimo possibile. Uno dei punti sicuramente più forti che abbiamo per quanto riguarda l'efficienza energetica è appunto la caldaia a cippato che va con combustibile locale a emissioni CO2 zero e abbiamo un sistema di recupero calore per quanto riguarda l'utilizzo della lavastoviglie che facciamo attraverso il calore generato dalla caldaia che va a cippato e abbiamo anche un sistema di recupero calore dell'aria delle docce. Con la ventilazione lì recuperiamo una buona parte del calore. E poi abbiamo una temperatura relativamente bassa in casa, cioè non cerchiamo di raggiungere temperature così confortevoli che si può stare sempre in maglietta, maniche corte e basta. Salecina hat 2019 den Klimanotstand ausgerufen und mit diesem Klimanotstand ist verbunden, dass wir bis 2030 nur noch Netto-Null-Emissionen ausstoßen. Und daraufhin haben wir dann im letzten Jahr eine CO2-Bilanz für ganz Salecina erstellt
Und bei der ist rausgekommen, dass der An- und Abreiseverkehr der Gästeschaft mit am meisten zu den CO2-Emissionen von Salicina beiträgt und wir deswegen von diesen Emissionen runterkommen müssen. Wir haben viele Maßnahmen am Haus schon umgesetzt, die das Haus gut dastehen lassen. Aber die größte Maßnahme in Salicina ist eigentlich der Verzicht der Gästeschaft auf Luxus. Wir verzichten auf viel Technik in den Räumen, wo die Gäste übernachten, und auf jeglichen Luxus, um gar nicht erst CO2-Emissionen entstehen zu lassen. Ich finde es ganz wichtig zu erkennen, dass wir einerseits Teil der Lösung sind. Wir sind hier ein Haus der Utopie, wir haben ganz viel bereits verwirklicht, wird mit Holz geheizt, der Strom kommt aus Wasserkraft. Das ist einfach schon so definiert durch den Ort, das haben wir nicht geschaffen, aber es ist natürlich schön. Wir versuchen regional einzukaufen, das heißt die Milch, Käse, Joghurt kommen wirklich hier aus dem Tal, verpackungsfrei und emissionsfrei bezüglich des Transportes, weil der Bauer hier vorbeifährt, um seine Kühe zu tränken. Aber ich fand wichtig zu erkennen, wir sind auch Teil des Problems. Also die Gäste kommen mit dem Auto, wir müssen was essen, es kommt manches von weit her, also wie überall. Wir sind ja nicht ein Ort, wo alles in Ordnung ist, wo alles wunderschön, es ist vieles wunderschön, aber trotzdem produzieren wir Emissionen und viel zu viel, wenn man den Zustand der Welt anguckt, der unserer Erde anguckt. Was gibt es noch zu verbessern? Wie kommen die Gäste hierher? Was essen wir? Wie werden die Sachen beschafft? Wie viel Energie verbrauchen wir? All das war natürlich sehr wichtig zu erkennen. Und da haben wir angesetzt und natürlich dann Verbesserungen teilweise eingeführt und teilweise erst geplant. Salicina ist noch gar nicht klimaneutral, aber hat es zum Ziel und tut einiges dafür. Das finde ich natürlich gut. Salicina ist für mich ein Ort der Begegnung, wo Menschen zusammenkommen und gemeinsam darüber streiten, neue Ziele für die Zukunft zu erreichen und auch Visionen, Gedanken, Utopien umzusetzen, die woanders vielleicht in dieser Form nicht umgesetzt werden können. Salicina ist nach Hause kommen, man fühlt sich sofort wohl und man ist sofort mit anderen in einem Dialog auf einer Ebene, die man sonst mit, in Anführungsstrichen, Fremden häufig nicht hat. Und das macht diesen Ort einfach einzigartig, speziell und liebenswert, und deshalb komme ich und kommen, glaube ich, auch ganz viele andere aus der Gästeschaft immer wieder hierhin und sind diesem Ort besonders verbunden. Noi siamo molto contenti di essere qui in Salicina perché Salicina è un luogo speciale. Wir sind froh, hier in Salicina zu sein, weil Salicina ein spezielles Ort ist. Buon concerto e viva Salicina! Wir sind Klimahost, weil wir bereit sind, auch auf einen Teil von Luxus zu verzichten. Und wir sind es, weil wir bereit sind, auch harte Diskussionen innerhalb der Gästeschaft zu führen, um diese Ziele zu erreichen, aber gemeinsam immer wieder zusammenkommen, um den besten Weg zu diesem Ziel gehen zu können und auch solidarisch untereinander zu sein, um das Ziel zu erreichen.